Guten Morgen Leute, da bin ich wieder. Ich bin mal auf dem Betriebshof hier bei uns. Mit dem bin ich heute am Fahren. Aber ihr wolltet ja den 1628, glaube ich, auch noch mal als Vorstellung sehen. Als Short-Update oder Short-Video hatte ich das ja schon mal gemacht. Aber ich habe gerade gesehen, der 1628, der ist hier in der Halle. Den können wir uns gleich anschauen, beziehungsweise eben halt eine Runde drehen. Und dann mache ich die ausführliche Vorstellung. Genau, da vorne ist er. Da laufen wir jetzt gemeinsam hin, wenn ihr dran bleibt. Nach dem Intro. So, dann laufen wir mal dahin. Die Ausschlachtbusse, die stehen noch da. Wie ihr sehen könnt, der rechte, der hat schon die Frontscheibe verloren an einen anderen Bus. Ja, die werden jetzt richtig ausgeschlachtet. Muss ich ja bezahlt machen. Da steht der 1628. Ganz schwer, den immer zu erwischen, weil der ist auch immer ständig unterwegs. Und ja, das ist einer von 2016. Beziehungsweise 15 wurde der als Bus des Jahres 2015 gekürt. Ich weiß nicht, wo die das machen, aus welchen Kriterien die das machen. Aber auf jeden Fall ist das einer mit Euro 6, wie ihr sehen könnt. Wir fangen mal direkt mal hier vorne an. Hier vorne der ganz normale Diesel-Einfüllstutzen. AdBlue, auch noch extra ausgezeichnet hier beschrieben. AdBlue, bisschen dreckig ist er, aber ist nicht schlimm. Der wird nachher wohl gewaschen von der Kollegin, die den normalerweise fährt. So sieht das Teil von hinten aus. Ohne Werbung, ohne nichts, ohne alles. Da sehe ich irgendwie eine kleine Macke. Kann das sein, dass das eine Macke ist oder was ist das? Ne, nur ein Taubenschiss oder so. Hier sind die ganzen Klappen. Wenn wir den laufen lassen, dann können wir uns das alles nochmal anschauen. So, ich hole den erstmal raus ins Helle. Dann gehen wir rein, schauen uns das Teil an und dann fahren wir natürlich eine Runde damit. Okay? Also, dranbleiben. Aber ihr wollt natürlich wissen, wenn man den jetzt anmacht, was der so für Töne von sich gibt und so. Können wir uns ja auch mal angucken. Aber wie ihr sehen könnt, ist auch schon dieses neue Modell hier von diesem Dashboard, nicht dieses ältere. Ja, Zündung an. Oh, da steht, geht's schon los. Störung, Getriebesteuerung. Können wir auf OK drücken, dann ist es weg. Störung Tür, klar, weil er jetzt noch keine Luft hat. Das Teil fährt hoch. Ich muss noch meinen Chip holen, damit er nicht gleich piepst während der Fahrt. Ja, wie viel hat er denn runter? 477.042, okay. So, jetzt müssen wir erstmal warten, dass er überall Druck hat. Ach, so dunkel ist das gar nicht. Kann ich ja hier schon ein bisschen, wo der hochfährt, euch das alles so zeigen. Der hat auch wieder diese harte Bestuhlung, nicht die ganz weiche. Mit 35 Sitzplätzen, 63 Stehplätzen. Ohne Gurte, die muss man sich hier so festhalten. Ja, mit den Gurten ist eigentlich besser, mit den Anschnallgurten da. Das ist das Teil, wo ich letztens euch gesagt hatte, der MAN, der hat das auch hier verbaut. Mit dem Knie kommt man ja immer da dran. Da muss man immer aufpassen, als Fahrgast wohlgemerkt. Ansonsten, das hier ist interessant. Das ist die Tür, die jetzt hier piepst. Gleich hört es aber auf, wenn Luft hat. Warte, wir warten lieber mal, bis das aufhört, sonst macht das keinen Sinn. Ja. So, jetzt hat es aufgehört. Da können wir ab hier weitermachen. Wir waren ja hier an den Sitzen geblieben. Notsitze, ja, wenn hier ein Rollstuhlfahrer ist, der kann sich hier hin. Rollatoren können sich da hinsetzen, die Rollatoren hier vorne hin tun. Den grünen, den hatte ich auch schon mal in irgendeinem Short-Video erzählt, eine Art Mülleimer. Und das ist hier eben halt für den Rollstuhl, kann man sich hier auch noch festmachen, anschnallen, an alles gedacht. Und die Rampe natürlich nicht zu vergessen. Mal gucken, ob der auch gängig ist hier. Habe ich mir gedacht, schaut mal Leute, kriegt man wieder nicht auf. Aber da habe ich gesehen, vorne die Kollegin, die hat da etwas. Warte, ich laufe mal wieder mit euch dahin.
Ich meine, ich habe das gerade hier gesehen, so einen Haken. Ja, sie hat den hier versteckt. Hier so ein Haken. Wenn er mal so schwer geht oder so, dann kann man das hier mit so einem Haken hier so einhängen und dann hier so ziehen. Ne? Ihr seht ja auch schon hier den ganzen Dreck hier. Das normalerweise die Putzfrauen, die müssten das, wenn sie gewaschen haben, sauber gemacht haben, den immer so gängig machen, aber ist wohl ein bisschen zu viel verlangt. Deswegen, so ein Teil ist gar nicht mal so schlecht, kann man selber bauen. Gibt auch bestimmt so fertige. Einfach mal hiermit hochklappen. So, dann geht es weiter. Die Vierergruppe. Bei dem ist es so aufgeteilt. Hier mit so einem Podest. Das hat mit der Bauweise von dem Motor zu tun. Das ist ja so ein stehender Motor, sagt ihr, glaube ich, dazu. Der Jeffrey müsste das wissen. Hier auch. Der eine sitzt da, der andere sitzt hier unten. Ja, die können sich nicht gegenseitig hier so anschauen. Normal bei der anderen Vierergruppe gibt es ja auf der Seite auch so einen Dreier. Aber bei dem eben halt nicht. Der Unterlegteil, der sitzt hier unten. Ja, und da oben ist auch die Kamera. Kann man auch schon sehen, dass sie tatsächlich auch im Dunkeln aufnimmt. Infrarot, die Lichter, auch im Dunkeln wird hier aufgenommen. Und so schaut das Teil von hier aus. Mit so grüne Stoppknöpfe. Ja, da haben wir schon jetzt genug gesehen. Die Kameras hatte ich euch ja erzählt. Beleuchtung können wir gleich mal anmachen. Schön hier mit LEDs, richtig schön hell. Können wir auch mal gleich nutzen. Vielleicht mal die Türen auf und zu machen. Dass wir eine richtig gute, vernünftige Vorstellung haben. Der hat auch einen schönen TFT-Monitor hier. Ja, hier ist noch was am Blinken. Warum ist hier noch was am Blinken? Vielleicht muss noch was resettet werden. Mal gucken. Nein, hier ist okay. Und hinten, ja, hinten müssen wir, doch, jetzt geht er hinten auf. So. Jawohl, startklar. Jetzt hat er sich auch noch mal reguliert, eingestellt, eingependelt. Tja, dann kann es gleich losgehen. Was wollte ich euch zeigen? Ah ja, Licht. Wir machen auch die Außenbeleuchtung an. So sieht das Teil dann aus, wenn es beleuchtet ist. So, jetzt fahre ich den mal raus, dann hören wir uns den Motor an und dann können wir auch eine Runde drehen. So, jetzt sehen wir den mal in Tageslicht. Ich habe meinen Chip noch nicht geholt, deswegen konnte ich hier oben noch nichts einstellen. Original, wenn der Drucker hochfährt, steht da immer VKU eben halt drauf. Hier vorne hatte ich euch ja irgendein Video auch schon mal gezeigt. Wischwasser ist hier, diverse Anschlüsse, wenn er mal abgeschleppt wird, da kommt die Abschleppstange rein und sowas alles. Wenn man Lichter mal wechseln sollte, einfach mal hier mit einem Knochen aufdrehen, rausziehen. Und speziell hatte ich auch in einem Video mal gezeigt, der Knopf hier auch noch mal zum Entlüften der Türen, wenn man den irgendwie mal nicht aufkriegt oder so, auch ein geheimer Trick. Das geht dann weiter bis nach hinten. Gucken wir uns jetzt den Motor an oder hören uns den auch an und die dazugehörigen Klappen an der Seite. So, das ist das Prachtstück. Läuft wie geschmiert. Normal muss das Teil hier von alleine aufstehen, der hängt hier schon, ja. Eigentlich nicht schlimm, aber so würde der das ist ja nicht Sinn und Zweck. Er soll ja so bleiben, wenn Klappe zu ist, soll er ja so stehen. Der stand jetzt schon direkt so. So schaut's aus. So, diese Klappen hier, wenn die nicht abgeschlossen sind, so schaut das hier aus. Ja, ganz teures Ding. Der Diesel-Partikelfilter, DPF oder wie sich das abgekürzt wird.
Deswegen haben wir auch die anderen 2 Busse da geholt, wenn mal die zu sind oder ganz zu sind, dass man die erneuern kann. Aber der ist jetzt zu, hier ist auch, befindet sich auch nur der, was befindet sich denn dahinter? Ja, für die, dass man da dran kommt an den Motor, aber da habe ich jetzt keinen Vierkant zu. Und da oben hat er auch noch mal so einen Vierkant, dass man da auch noch mal an den Kühler dran kommt. Gut, was haben wir hier noch auf der Seite für Klappen? Ah, der hat auf der Seite diesmal Batteriefach. Ja, mit dem dazugehörigen Trennschalter, dem NATO-Stecker. Haben wir noch nie gebraucht, deswegen sieht er auch schon so versifft aus. Wir haben nicht so einen Stecker dafür. Wir haben so einen Wagen, wo wir dann eben halt überbrücken können bei Bedarf. So, was hat er hier noch? Hier hat er auch, wie bei den anderen Modellen, diverse Anschlussmöglichkeiten für Luft. Ja, so, jetzt haben wir alles gesehen. Machen wir noch die Klappe zu. Ich hole meinen Chip, melde mich an und dann fahren wir eine Runde mit diesem schönen Teil. So Leute, auf geht's. Ich will auch nicht allzu viel verstellen hier von der Kollegin, weil sie hat den als festen Bus. Ich mache mal alle Geräuschpegel auf leise, nur mein Geräuschpegel, dass ihr das hört, und den von dem Bus natürlich. Ich habe auch mein Funkmikrofon an, brauche ich auch nicht rumschreien, müsstet ihr mich eigentlich so hören können. So, der 2049 ist hier gerade angekommen. Ich nehme euch mal mit zu dem anderen Betriebshof. Da können wir auch gleichzeitig gucken, was da noch so rumsteht. Den Volvo einmal laufen lassen für das Wochenende. Da wird er gebraucht. Ja. Aber diese Busse, die sind richtig gut. Hier ein bisschen dieses Klappern, dieses Rappeln und so hier, das ist bei dem Alter normal, sag ich mal. Alles Verschleißteile. Übrigens, in ein paar Jahren oder nächstes Jahr soll hier ein Kreisverkehr entstehen. Guckt euch das jetzt an, wie das jetzt im Moment aussieht. Erst war die Rede von einer Ampel, aber jetzt soll sehr wahrscheinlich so ein Kreisverkehr. Dann haben wir auch Zugang, von hier auf den Betriebshof drauf zu kommen und von der anderen Seite, glaube ich, auch nochmal. Bin mal gespannt, wie die das machen. Das wird bestimmt ein Chaos hier geben. So, jetzt zu dem Bus. Der fährt sich wirklich, wirklich gut. Ne? Der hat hier keinen Retarder, der hat die Retarder am Fuß. Das erwähne ich ja auch immer wieder. Baujahr hatten wir ja gesagt von 16. Ich denke mal Ende 15, und wenn er dann 16 zugelassen wird, sagt man eben halt Erstzulassung 16. Kilometer hatte ich euch schon gesagt. Die Assistanten sind auch neu, die kommen jetzt ja überall dran, peu à peu. Was haben wir noch nicht erwähnt? So die ganzen einzelnen Knöpfe, die meisten, die wissen, was ist. Aber ich kann euch gleich noch einen anderen Trick zeigen. Das will ich auch so langsam in den Short-Videos einbauen. So ein paar Hilfestellungen, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Info. Mal für die Fahrgäste, mal für den Busfahrer. Müsst ihr mal gucken auf meinem Short-Kanal. Kann sein, dass das gleich rot wird. Ja, aber ist noch gelb. Ja. Jetzt werdet ihr wissen, woher hast du gewusst, dass das gleich rot wird. Da gibt es ja auch diesen Trick. Das kann ich auch in so einem Short-Video mal erklären. Für den neuen Busfahrer, der sich nicht nur konzentriert auf das Hauptampelanlage, sondern rechts, wo die Fußgänger sind. Ne? Da ist es ja grün für die, und wenn da rot wird, ne, das heißt, wenn da rot ist, wird gleich hier auch gelb und dann eben halt rot. Daher wusste ich dann sofort, oh, wird gleich, und so war es auch. Das sind aber eben halt die Erfahrungen, die man dann so peu à peu mit der Jahre dann hat. Oder sich den Kanal, Busfahrschulkanal von Mehmet Oe reinzieht.
Hier auch alles 50er Zone, weil hier genau an der Bushaltestelle, hier an der Ecke, da stehen sie auch gern mit Blitzer. Ab hier ist wieder normal, kann man wieder 70 fahren. Aber wie ihr sehen könnt, der fährt wirklich richtig gut. Ist zwar ein Void-Getriebe, aber mal gucken, wenn ich gleich vom Gas gehe, ob man das hört, aber ganz wenig nur. Aber ich gehe den jetzt mal auf 3 runter und guck mal, ob er dann, wenn ich ein bisschen beschleunige, ich gucke natürlich hinten, dass keiner ist, nicht, dass wir welche behindern, ob er runter geht auf 3. Der ist jetzt ja noch auf 4. Jetzt mache ich ihn mal Kickdown. Jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das von da oben sehen könnt. Runtergegangen sofort auf 3, damit er einen Schub kriegt. Und jetzt hat er wieder auf 4 hochgeschaltet. Klappt auch alles einwandfrei. Mal gucken auf dem Betriebshof im Bergkamen, ob da noch was rumsteht. Der Volvo wird auch die Sicherheit da rumstehen. Der Doppelstock und ein paar Jungs, die da Pause machen. Oh, jetzt haben wir sogar noch neblig hier. Könnt ihr fast gar nichts sehen. Es ist nicht weit von Werne bis zum Betriebshof, hier 6 Kilometer, glaube ich. Mal gucken, ob man das jetzt hört. Ich gehe jetzt Bremse. Ne, nicht dieses, wenn man ZF-Getriebe so runterschaltet, ne, dieses Musik in den Ohren fehlt. Ich habe gerade hier die Zulassung gefunden. Ich habe euch gerade erzählt von 16, 15 und so. Ja, Januar 16 zugelassen. Genau so, wie ich mir das gedacht hatte. Genau. Es ist ein A37. Oh. Okay. A37. Gibt es ja so viele Modelle von. Habe ich, glaube ich, am Anfang auch nicht gesagt. Ich bin aus der Form, wie ihr gemerkt habt. Die ganze Zeit habe ich nur die ganzen Bahnhöfe und Städte und so hat alles euch vorgestellt. Vorstellung von den Bussen ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dafür mache ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich 4 oder 5 Sachen euch vorstelle, zum Auswählen, dass da wenigstens immer eine Busvorstellung dabei ist. Ich habe noch 3 Busse, die noch vorgestellt werden müssen. Dann habe ich den kompletten Fuhrpark, aber wirklich den kompletten Fuhrpark, samt Schwerte und so alles durch. Dann können wir mit den Updates anfangen. Für die Busse, die noch da sind. So, hier fahren wir noch mal rechts. Ich habe um 10 Uhr erst die Schwimmfahrt, die nächste. Ist also noch Zeit. So, und wir sind schon in Bergkamen. Da hat einer eine Leerfahrt. Der Thomas mit seinem Lehrjungen, sage ich immer dazu. Der fährt immer mittwochs. Der hat irgendwie so eine schulische Ausbildung, keine Ahnung. Der hat sich irgendwie erklärt, dass er 4-mal Schule und einmal in der Woche in einem Betrieb den ganzen Tag mitfahren darf. Da kriegt er irgendwie eine Qualifikation oder so. Keine Ahnung. Und der fährt immer mit dem Thomas mit. Den hatte ich letztes Mal auch schon mal mit. Ja. Letztens habe ich noch ganz viele Dankeschön-Anfragen gehabt
in den Kommentaren. Danke, dass du das gezeigt hast. Danke, dass du uns so gut die Busse beschreibst. Danke dafür. Wegen dir sind wir jetzt Busfahrer geworden. Du hast uns animiert, Busfahrer zu werden. Das war auch Sinn und Zweck von der Busfahrschulkanal, den ich ja zusätzlich zu dem Hauptkanal hier gemacht hatte. Ist auch gut bei euch angekommen. Auch die ganzen Fahrschulvideos damals. Ja, einzigste, was zu kurz kommt, ist unser Reisekanal, da wir ja mit Reisen nichts mehr haben, sage ich mal. Aber wenn ich ein paar Reisen haben sollte, was dazwischen irgendwie in Eigenregie gemacht wurde, dann kann ich das natürlich auch da aufnehmen und euch das vorstellen. Ende Juni habe ich noch eine 7-Tage-Fahrt im Thüringer Wald nach Thüringen. Da kann ich natürlich dann auch ein paar Sachen aufnehmen. So, jetzt habt ihr fast 10 Minuten Fahrt genießen können. Die Strecke bin ich, glaube ich, mit euch auch nicht gefahren, von Werne bis nach hierhin. Mal was anderes. Da steht der Doppelstock. Hier ist unser Bus-Reisecenter, der eigentlich keins mehr ist. Da steht der Volvo, da wollten wir hin. Was steht hier noch? Der 17 steht hier noch und diverse andere. So, ich lasse den Volvo mal eben laufen. Vielleicht kann ich euch da auch was von zeigen. So, der ist natürlich angesprungen. War ja auch nichts anderes zu erwarten. Ich hatte den ja auch schon sauber gemacht und so. Wenn ihr Instagram Stories guckt, dann habt ihr das bestimmt gesehen, wo ich den sauber gemacht habe. Ja, wirklich ein sehr, sehr schöner, cooler Bus. Den fahre ich unwahrscheinlich gerne. So, mal schauen, was hier noch rumsteht. Das wollte ich euch ja noch zeigen. Und dann haben wir genug gesehen, denke ich mal. Hier von der Fahrschule, der Bus, der Setra, der kleine, der steht noch da hinten. Dann haben wir hier den 1551, 1003 und 1017. Aber alles Busse, die ich euch schon mal vorgestellt hatte. Nichts Besonderes, was hier noch rumsteht, was ich euch zeigen könnte. So sieht's aus. Jetzt gehen wir noch mal in den Volvo rein. Für diejenigen, die den Volvo noch nicht kennen, ja, natürlich mit meinem Logo, damit man von weit schon erkennt, dass es Mehmet OE ist. Schön wäre es natürlich, wenn hier an der Seite irgendwo noch mein Kopf oder hier an diesen Bussen irgendwo ist. Ja, vielleicht kommt es ja noch. So, geiles Teil, oder? Wie im Flugzeug. Ja, da kann ich die Verabschiedung auch direkt hier von dem Volvo machen. So, ich mache es mir mal hier gemütlich und mache die Verabschiedung. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mal was anderes mit Volvo, mit Bus, mit Betriebshof, Bergkamm und so. Ich sage ja, ich lasse mir immer wieder was Neues einfallen, damit ihr Unterhaltung habt. Das alles dient natürlich der Unterhaltung, ein bisschen Info, so dass jeder etwas davon hat. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Man sieht sich natürlich wieder. Entweder auf den anderen Kanälen, die ich habe, oder sonntags wieder hier auf dem Kanal von, genau, Mehmet OE. Ciao, Leute.